Hallo und herzlich willkommen. Jetzt geht es um unsere neuen Nester aus Porenbetonstein. Ja, die sind auch in der Ameisenszene sehr beliebt, also auch vom Material her. Warum, das zeige ich euch gleich im folgenden Video. Porenbeton ist häufig unter dem Markennamen Ytong bekannt, beziehungsweise auch unter dem Begriff Gasbeton und ist eigentlich in fast jedem gut sortierten Baustoffhandel erhältlich. Als ich vor über 30 Jahren mit der Ameisenhaltung angefangen habe, suchte ich ein passendes Material, welches ich als Nest für die Ameisen verwenden konnte. Da es damals noch keine Ameisenshops gab und ich keine Lust hatte, eine Form für so ein Gipsnest extra zu fertigen und dann noch zu gießen, habe ich so einen Porenbetonstein der Marke Ytong erworben und mit Hammer und Meißel so bearbeitet, dass dort Kammern und Gänge entstanden sind. Das war echt eine dreckige Arbeit. Ich sah danach aus, als käme ich direkt von der Baustelle und meine damalige Hobbywerkstatt musste ich erst einmal einer großen Grundreinigung unterziehen. Aber das Nest war soweit fertig und ich startete die ersten Versuche mit dem Material. Ja, und es zeigte sich schnell, dass viele Ameisenarten dieses Material gerne als Nest angenommen haben. Allgemein kann man sagen, dass Porenbeton sehr gut die Feuchtigkeit aufnimmt und auch speichert. Ja, er schimmelt nicht und lässt sich auch leicht bearbeiten. Nachteil ist, dass diese Nester aufgrund dieser porösen Struktur nicht für kleine Ameisenarten geeignet sind. Auch kann es sein, dass dieses Material aufgrund des Gipsanteils bei einigen Arten bei der Brut, also den Eiern und Larven, die Feuchtigkeit entzieht. Aber auch nur dann, wenn die Nester sehr trocken sind. Wenn ihr schon mal mit Gips und Ton gearbeitet habt, dann kennt ihr das ja vielleicht. Die Poren des Materials sind teilweise so großporig, dass Eier und sogar kleine Larven in die Poren fallen, ja, wo sie von den Arbeiterinnen schwer oder gar nicht erreicht werden können. Hier empfehlen wir das Glätten von Kammern und Gängen durch das Aufstreichen oder Beschichten mit einer Sand-Lehm-Mischung. Ja, und damit wäre das genannte Problem eigentlich auch schon gelöst. Um das Nest optisch etwas aufzuwerten und einen natürlichen Look zu verleihen, kann das Nest auch mit einer Lehmfarbe bestrichen werden. Kleiner Hinweis am Rande, ja, also einige besonders kräftige Arten, wie zum Beispiel die der Gattung Messer oder Camponotus, können den Porenbeton ab einer gewissen Koloniegröße auch selbst bearbeiten. Deshalb ist auch eine vernünftige Wandstärke wichtig. Trotz maschineller Hilfe ist die Fertigung sehr aufwendig. Ja, also zunächst einmal benötigt man eine Fräsmaschine, auf dem die spröden und brüchigen Steine eingespannt werden. Der Fräsvorgang ist eine hohe Belastung für Werkzeug und Maschine. Trotz gehärteter Beschichtung wird der Fräskopf bereits nach der ersten Fräsung stark abgenutzt. Und wie bereits erwähnt, ist die Fertigung eine sehr schmutzige Arbeit. Ja, wenn dieser feine Betonstaub zwischen diese Gewindestangen kommt, wirkt das Ganze wie Schleifpapier und sämtliche Gewinde und Führungsstangen müssen dann bereits nach kurzer Zeit ausgetauscht werden. So, nun zu den Nestern. Ja, also wie funktionieren die und was haben wir da alles verbessert? Wir haben für euch zwei Nestvarianten entworfen. Das eine ist das reine Nest mit den Maßen 20 x 20 cm und das andere ist die Kombination aus Nest und Arena in den Maßen 40 x 20 cm. Und bei diesem großen Nest ist es so, dass wir hier wirklich eine vollwertige Arena mit Rahmen und Abdeckung haben. Beide Nester haben zwei gegenüberliegende Zugänge. Bei den kleineren Nest gibt es zwei Öffnungen, in denen ein Schlauch mit dem 14 mm Außendurchmesser passt. Und bei den größeren Nest gibt es eine 14 mm Öffnung sowie auch eine 27 mm Öffnung an die Arena. Und alle Zugänge sind werksseits verschlossen, also mit so einem Formikariumstopfen. Wenn man hier an der 27 mm Öffnung noch einen Schlauch, zum Beispiel 14 mm, anschließen möchte, benötigt man noch einen Beckenschlauchverbinder. Die Nester haben oben einen Ring, der auch herausnehmbar ist, sowie auch eine obere 27 mm Öffnung, ja, die einen Zugang von oben verschafft, sodass sich die Tiere wunderbar mit Wasser und Nahrung versorgen können. Der Ring kann auch von unten mit einem Auspuffschutz versehen werden, also so, dass die Tiere dann auch nicht rauskommen. Und wir können das Ganze auch mit einer Gitterkappe versehen. Aber wir empfehlen, die Versorgung mit Nahrung und Wasser über eine richtige Arena zu ermöglichen. Ja, also beim großen Nest ist diese ja bereits vorhanden. Beim kleinen Nest kann man natürlich hier auch eine externe Arena anschließen. Damit die Nestabdeckung aus Glas nicht verrutscht, haben wir diese durch zwei ebenfalls durchsichtige Führungsschienen fixiert. Für Arten aus trockenen Regionen sollte nur ein kleiner Teil der Kammern durch die obere Öffnung der Nestabdeckung befeuchtet werden. Die Feuchtigkeit zieht dann in das poröse Material ein. Bei Arten aus feuchten Regionen kann das gesamte Nest in einer optional bestellbaren Wanne stehen, sodass das Wasser sich von unten hochzieht. Hier ist der Stein quasi von einer Art Wassergraben umgeben. Ja, also bei den Nestern ist noch zu beachten,
dass die jetzt nicht auf so einer feuchtigkeitsempfindlichen Oberfläche platziert werden. Ja, zum Beispiel so ein Holztisch, der ist natürlich sehr empfindlich. Um das Ganze zu schützen, haben wir hier solche Formikarienunterlagen. Ja, oder man kann solche Glaswände verwenden, wo die Nester dann drin stehen, dann ist der Tisch auch geschützt. Ich hoffe, diese Produkte gefallen euch soweit und helfen euch auch bei der Ameisenhaltung. Vielen Dank fürs Zuschauen.